Endlich. Leute, ich hab's geschafft. Nach wochenlanger Arbeit habe ich endlich meinen Hobbyraum fertig. Ich freue mich. Ich kann somit auch viel besseren Content für euch machen. Als allererstes habe ich ein Tutorial mitgebracht für absolute Beginner, wo ich euch zeige, wie man mit nur 3 Farben einen Hautton hinbekommt und das Resultat sogar dafür richtig gut ist. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Also, let's go! So, wie vorhin erwähnt, verwenden wir für dieses Projekt nur 3 Farben. Ich habe mir diese 3 Farben hier ausgesucht. Zum einen Dark Flash von Vallejo, zum anderen Basic Skin Tone und zum anderen dieses Skin Ink. Und mit diesen 3 Farben kriegen wir jetzt erstmal einen schönen Hautton. Als Modell habe ich mir diese Bust von Logan ausgesucht. Ich habe sie schon bearbeitet und habe sie in Weiß jetzt grundiert. Also wir konzentrieren uns heute nur darauf, den Hautton einfach drauf zu bekommen. Das soll wirklich anfängerfreundlich sein. Also so, dass das jeder hinbekommt. Also, lass uns loslegen. Also bevor wir loslegen, im Normalfall, und das habt ihr bestimmt schon öfters gesehen, mischen viele die Farbe hier in der Airbrush an. Das heißt, die kippen das da rein und dann mischen sie es da drinnen. Würde ich einen Anfänger nicht empfehlen, weil wenn ihr nicht schnell genug seid und die Farbpigmente dann unten sind und ihr das nicht richtig verrührt, dann verstopft euch sofort die Düse. Deshalb verwende ich immer diese Plastikbecher. Darin mische ich die Farbe vorher an, bis ich die richtige Konsistenz habe und dann kippe ich es in die Airbrush-Pistole. Ich zeige euch das mal, wie das geht oder wie ich das hier mache. Als erstes verwenden wir den Dark Flash. Kippt ihr erstmal ein Stück rein. Und dann verdünne ich das Ganze nochmal mit Wasser. In diesem Fall 50%. Also 50% Farbe und 50% Wasser. Das Ganze verrühren wir dann noch mit einem Pinsel. Und die angerührte Farbe, die kippen wir jetzt so in die Airbrush-Pistole rein. Und somit können wir endlich mal loslegen. Der erste Schritt ist einfach. Wir verwenden das Dark Flash und erzeugen erstmal eine dunkle Grundfarbe. Das bedeutet, das komplette Modell damit besprühen. Überall vollflächig drauf, sodass kein Weiß mehr zu sehen ist. Nachdem die Farbe abgetrocknet ist, kommen wir zum zweiten Schritt. Da verwenden wir nochmal Dark Flash und den Basic Skin Tone. Die mischen wir zusammen im Verhältnis 1:1. Ich benutze jetzt hier nochmal den gleichen Becher, den ich vorher benutzt habe. Da macht ihr jetzt die gleiche Menge Dark Flash rein und einmal die gleiche Menge Basic Skin Tone. Und dann macht ihr nochmal zu 50% Wasser hinzu. Also die gleiche Menge, was ihr an Farbe habt insgesamt, diese Menge macht ihr Wasser hinzu. Dann nochmal alles wieder gut verrühren. Und ab in die Airbrush-Pistole damit. Dadurch, dass ihr die Farben jetzt zusammengemischt habt, ist ein hellerer Hautton entstanden. Und damit machen wir die erste Schicht Highlight auf das Modell. Das bedeutet, wir besprühen von oben nach unten. Also genauer gesagt, wir besprühen die Stellen, wo das Licht einfallen würde. Wenn wir jetzt eine Statue in die Sonne stellen würden oder so, da wo das Licht drauf scheint, die Stellen besprühen wir. Sprich also, wir besprühen die Schultern, die Stirn, also die Oberseite vom Gesicht, die Brust,
und eben überall da, wo das Licht einfällt. So, jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Da kommt das Skin Ink zum Einsatz. Eigentlich kann man den sofort in die Pistole einsetzen, aber das machen wir jetzt in diesem Fall nicht. Wir bleiben bei den Plastikbechern, weil das Zeug ist so flüssig. Also wenn ihr das in den Becher reingetan habt, dann braucht ihr aber auch nur 25% Wasser, sage ich mal, dazugeben. Also nur ein paar Tröpfchen. Dann verrührt ihr das Ganze, ihr merkt sofort, das ist sehr dünnflüssig. Und dann geht das Zeug auch wieder ab in die Airbrush-Pistole. So, jetzt wird es ein bisschen tricky, aber es ist gar nicht mal so schwer. Wir besprühen überall die Stellen, wo Vertiefungen im Modell drin sind. Wir erzeugen einfach mehr Tiefe damit. Wenn ihr mit diesem Skin Ink besprüht, dann fällt euch sofort auf, das sprenkelt sehr. Gesprenkelt ist das richtige Wort dafür, glaube ich. Ihr müsst sehr vorsichtig sein. Am Anfang sieht das sowieso sehr komisch aus. Ihr besprüht überall dort, wo Schatten sind, wo sich die Muskeln trennen. Da geht ihr überall bei. Das seht ihr hier auch. Und wie gesagt, am Anfang sieht das sehr, sehr komisch aus. Aber mit dem nächsten Schritt kriegen wir das dann auch wieder in Ordnung. Im Gesicht können wir die Farbe auch verwenden. Das habe ich hier auch gemacht. Also überall da, wo die Schatten sind im Gesicht. Unterm Kinn. Ich habe ein bisschen an den Schläfen gemacht. Und in den Augenhöhlen habe ich auch ein bisschen gemacht. Also überall da, wo Vertiefungen im Gesicht sind. Das gibt dem Gesicht einfach ein bisschen mehr Struktur. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt. Ihr müsst beim Besprühen extremst vorsichtig sein. Besonders im Gesicht. Weil die Farbe sehr sprenkelt und wenn ihr dann zu viel besprüht, dann ist das Gesicht voll damit. Ist jetzt kein Beinbruch, das kann man dann noch beheben. Was ich damit einfach nur sagen möchte, schön vorsichtig und langsam besprühen. Lasst euch Zeit damit. So, als nächsten Schritt verwenden wir Schritt 2. Und zwar Dark Flash und Basic Skin Tone wieder zusammengemischt. Ich hatte noch von vorhin ein bisschen Farbe übrig. Das hatte ich im Behälter gelassen. So, was machen wir? Das sieht ein bisschen komisch aus, weil kein vernünftiger Verlauf zwischen der letzten Farbe und die davorigen Farben ist. Wir werden mit der Farbe so einen besseren Übergang zwischen den Farben kreieren. Das heißt, wir besprühen langsam über die letzte Farbe, so dass ein sanfter Übergang entsteht. Hierbei ist es wichtig, langsam und mehrmals darüber zu besprühen. Ihr seht auch beim Besprühen, wie sich die Farbe verändert. Die ist dann nicht mehr so stark. Sieht dann eher aus wie so dunkles Fleisch. Und das machen wir über das ganze Modell. Ganz vorsichtig, bis wir überall einen sanften Übergang kreiert haben. Und zu guter Letzt versiegeln wir das Modell nochmal, damit unsere Arbeit auch geschützt ist. Dafür verwenden wir mattes Klarlack. Ich verwende das hier. Ihr könnt auch jedes andere matte Klarlack dafür verwenden. Alle Materialien, die ich verwendet habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber was bestellt, bekomme ich eine kleine Provision und euch kostet das kein Geld mehr und ihr unterstützt meinen Kanal somit. Und so sieht das Modell jetzt fertig aus. Also ich finde, das ist richtig gut geworden. Man sieht schöne Strukturen dafür, dass wir wirklich nur 3 Farben verwendet haben. Ist das echt schon, ist wirklich schon top. Besonders im Gesicht, da sieht man überall so wie Muttermale. Das liegt an diesem Skin Ink. Dadurch, dass er so sprenkelt, überall so ganz feine Pünktchen sehen aus wie Muttermale. Also es sieht schon echt cool aus. Es gibt noch eine andere Technik dafür, die ist aber für den Anfänger nicht geeignet erstmal. Das kriegt man also mit dieser Farbe echt gut hin. Das war's somit für den Hautton. Damit sind wir fertig. Ich mache das ganze Modell aber jetzt nochmal komplett fertig.
Dann habt ihr zum Schluss auch ein bisschen was fürs Auge. Als erstes fange ich mit den Haaren an. Dieses Modell ist ja eigentlich der Old Logan, das heißt eigentlich normalerweise hat er weiße Haare. Aber in diesem Fall habe ich mich eher dafür entschieden, schwarz-braun zu machen. Also fange ich erstmal mit schwarz an und bemal erstmal die ganzen Haare damit. Bei dem Bemalen der Haare kann ich euch auch einen Tipp geben. Beziehungsweise ich kann euch sagen, wie ich das immer mache. Ich benutze immer einen großen Pinsel, damit male ich erstmal die ganzen Haare an. Und die letzten Stücke zwischen Haut und Haare, da benutze ich einen feinen Pinsel dafür. Es gibt viele, die benutzen einen großen Pinsel und gehen komplett gleich bis zur Haut. Ich finde, das sieht eher aus wie so ein Toupet oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich finde, das sieht nicht gut aus. Deshalb benutze ich immer einen feinen Pinsel und mache so leichte kleine Strähnen immer so da rein, wenn es dann an die Kopfhaut kommt. Sieht das ein bisschen realistischer aus. Nachdem ich die Haare fertig bemalt hatte, habe ich dann mit so einem Lederbraun drüber gebrusht. Das gibt dann so braune Strähnen da rein, also dann wird das Haar eher so schwarz-bräunlich. Das habe ich bei den Haaren gemacht und das habe ich aber auch beim Bart gemacht, sodass das überall einheitlich passt. So, als nächstes kommen wir jetzt zu den Augen. Wir fangen mit den Augen weiß an. Dafür verwende ich ein Highlight Skin vom Fairy Flash Set. Das verlinke ich euch auch unten rein. Das braucht ihr aber nicht unbedingt nehmen. Ihr könnt auch genauso weiß mit einem leichten Grau anmischen. Hauptsache ihr verwendet kein Weiß, weil das sieht ein bisschen unrealistisch dann aus. Ihr müsst einen ganz feinen Pinsel dann dafür verwenden und dann fangt ihr langsam an, die Augenhöhlen mit Weiß zu bemalen. Als nächstes schauen wir uns das Modell an und entscheiden für uns selber, in welche Richtung die Statue schauen soll. Wenn wir uns entschieden haben, dann fangen wir mit Schwarz an, die Iris zu bemalen. So einfach ausgedrückt, eine große schwarze Kugel ins Auge zu malen. Natürlich macht mir Logan das Leben extra schwer, weil seine Strähne genau vor dem rechten Auge ist und es mir erschwert, die Iris zu bemalen. Als nächsten Schritt verwenden wir Weiß. Da ich mich entschieden habe, dass seine Augen blau sein sollen, ich war mir nicht genau sicher, ob er blaue oder braune Augen hat. Ich habe mich fürs Erstere entschieden. Da die Augen jetzt schwarz angemalt wurden, müssen wir sie jetzt weiß anmalen, damit das Blau dann richtig gut zur Geltung kommt. Also gehen wir mit einem Feinpinsel und Weiß an unsere Kugeln, die wir vorher gemalt haben, also die Iris, und malen sie innerhalb mit Weiß an. Nur den schwarzen Rand von der Kugel, den lassen wir übrig. Alles andere wird innerhalb mit Weiß angemalt. Als nächsten Schritt habe ich einen Crystal Blue von Army Painter genommen. Und dann machen wir genau das gleiche Spielchen wie vorher auch. Wir nehmen das Blau und bemalen das dann über dem Weiß. Und jetzt kommen wir zu den Pupillen. Da machen wir es ganz einfach, da verwenden wir einfach einen Filzstift. Wir gucken uns an, in welche Richtung die Statue gucken soll. Und dann gehen wir mit einem Filzstift bei und setzen die Punkte. Ganz simpel. Und als absoluten letzten Schritt verwenden wir Hochglanzklarlack. Damit versiegeln wir nochmal das Auge und es poppt damit mehr raus. Das sieht lebendiger aus. Wenn ihr das aber macht, beachtet bitte, dass ihr nicht zu viel macht, weil sonst sieht das aus, als ob das Modell weinen würde.
Logan ja ein ganz schön behaarter Kerl ist, müssen wir erstmal seine ganzen Haare anmalen, was er am Körper hat. Das habe ich mir ganz einfach gemacht. Ich habe einfach schwarz genommen und bin mit der Brush-Technik einfach über die Haare gegangen. Immer ganz vorsichtig, so sind die Haare dann alle schwarz geworden. So, und zu guter Letzt musste ich noch das zerrissene Hemd von Logan bemalen. Da habe ich mich für ein Grau entschieden. Ich habe dafür das Decktan von Vallejo genommen und damit habe ich das ganze zerrissene Hemd einfach bemalt. Und somit ist die Statue fertig. So, meine lieben Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schreibt doch gerne unten in die Kommentare, ob dieses Tutorial euch gefallen hat. Ich habe das Video extra länger gemacht, damit ihr einen genauen Einblick habt in die einzelnen Schritte. Ich bedanke mich nochmal, ich hoffe ihr habt Spaß an dem Video und bis zum nächsten Mal.